Nächstes Heimspiel zu Hause gegen Lecce, nachdem wir gegen den letzten schon nicht gewonnen haben. Heute der vorletzte. Wir hatten, gegen Benevento unzählige Möglichkeiten, vor allem in der ersten Halbzeit. Haben dann noch Glück gehabt, dass die einen Elfer verschossen haben. Also wir hätten auch wieder als Verlierer vom Platz gehen können. Heute die B11, Lecce gleich mal vorne. Die juckt das gar nicht. Gehen vorne drauf. Ich glaube, die haben auch bei Florenz gewonnen. Ja, Neapel hier, ich wollte es gerade sagen, die Tabelle wunderschön. Wir haben zwar ein Spiel weniger, aber Neapel, Inter, AS Rom ist auch wieder mit im Rennen, wenn wir das Ding heute nicht gewinnen. Wir können halt nur 5 Punkte Vorsprung jetzt bekommen. Maximal 5 Punkte. Haben uns leider alle selber zuzuschreiben. Ich habe die B11 heute aufstellen lassen, weil wir dann auch in der Champions League ins Rückspiel gehen. Da müssen wir halt auch fitte Spieler haben. Und apropos fitte Spieler, Lukaku fällt auch 2 Monate aus, also der Ersatz vom Ersatz. Beziehungsweise der Ersatz vom Stammstürmer ist halt auch verletzt. Da habe ich einen schönen Doppelsturm auf der Reserve-Verletztenliste. Naja, jetzt muss halt Larsson vorne ran. Und heute auch wieder im 4-2-3-1. Das ist halt erstmal meine Formation, die ich beibehalte. Und deswegen dürfen heute Zakaria, Camavinga, Rugani, Buffon im Tor, die dürfen mal wirbeln. Schade auf der anderen Seite, dass für Marseille möglichst die Stammelf wieder fit ist. Und wir heute dann vielleicht gegen Lecce zumindest 5 Punkte uns Vorsprung ausarbeiten werden können. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, da haben wir Camavinga, der so als hängende Spitze agiert. Ne? Ist ja auch nicht seins, aber ich habe Zakaria und Gravenberch im Mittelfeld als Sechser aufgestellt. Das müssen die halt machen. Tja, und jetzt die Chance, da oben haben wir Platz, Chiesa. Außen Kostic kommt da mit, er kommt mit. Maus Spitzenwinkel oder in der Mitte wäre Larsson gewesen. Und ganz hinten kam Camavinga, schade. Auch wieder erst im letzten Moment gesehen. Ja gut, der war zu hoch, schade. Aber mein erster Abschuss. Und dann geht diese Saison bislang so weiter, wie sie eigentlich auch angefangen hat. Sehr holprig. Sehr, sehr, ja, unrund auch irgendwie teilweise. Auch phasenweise sehr dominant, aber wir spielen es halt oft nicht konsequent zu Ende. So wie jetzt. Ryan Gravenberch ist es. In Minute 19. Da hat er nur ein müdes Lächeln auf den Lippen. Es geht doch auch. Und auch endlich mal schön rausgespielt. Hier die Flanke. Und Camavinga verlängert und Gravenberch nimmt ihn direkt aus 10, 11 Metern. Den kann man dann auch schon mal versenken. Im langen Eck, dreht sich weg. Keine Chance. Schönes Tor, schöner Abschluss. Und fürs Feeling mal gut, dass wir in Führung gehen. Das, was wir gegen Benevento nicht geschafft haben. Obwohl wir auch so viel klare Chancen hatten. Aber in Halbzeit 2 dann halt leider nicht mehr so dominant. Hier gehen wir mal 1-0 in Führung. Das ist halt auch mal wichtig, dass wir in Führung gehen. Dass der Gegner vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken kommt. Aber Lecce spielt auf jeden Fall schon mal offensiver als Benevento. Das kann man schon sagen. Die sind halt Vorletzter. Ist wahrscheinlich das große Upgrade vom Vorletzten zum Letzten, dass sie mehr mit nach vorne spielen. Rugani, Achtung, und ein Dika. Sehr schön. Steht genau richtig, muss er auch, weil ansonsten wäre das sehr, sehr gefährlich geworden. Jetzt der Seitenwechsel, ja, der kommt an. Schade gegen Dragovic. Pausen im Tor, der kriegt den natürlich zum Mitspieler, das ist so klar. So klar wie Klosbrühe, aber auch ähnlich wie im letzten Spiel bleiben wir weiterhin druckvoll vorne. Wir fangen die sofort in der eigenen Hälfte noch ab, fast auf Höhe der Mittellinie. Chiesa, nächster Schuss, nächste Chance. Und so ist es doch. Wir haben ja auch noch, glaube ich, die beiden direkten Duelle gegen Inter und gegen Neapel, aber auch ziemlich zum Schluss. Ich glaube, Neapel am vorletzten Spieltag und Inter, glaube ich, 2, 3 Spieltage davor. Also ich hoffe, dass bis dahin so das Gröbste entschieden sein wird. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, kann ich mir das von der Backe kratzen. Dann wird das auch wie gegen Dortmund oder wie in Dortmund bis zum vorletzten Spieltag vielleicht spannend oder sogar bis zum letzten, je nachdem. Wir haben es in der eigenen Hand, wir sind Erster. Und wir haben die nächste Chance durch Camavinga aus 5 Metern. Boah. Aber dafür gewinnt er halt auch viele, viele Zweikämpfe.
Der kann halt gefühlt überall spielen. Ne? Hat als Mittelfeldspieler begonnen. Bei Real ist jetzt öfter mal Linksverteidiger. Ich meine, gut, bei der Mannschaft mit einem Kroos, Modric im Mittelfeld. Ich glaube, da bist du froh, wenn du überhaupt mal einen Platz findest. Schade. Oh, warum spiele ich da rüber? Und Lecce schaltet dann schnell um und jetzt die Chance durch Di Francesco. Der kleine Mafia-Boss. Oh, der schafft's. Aber nicht an Rugani vorbei. Und dann geht's bei uns auch schnell. Schade, komm, der hat so einen schnellen Antritt. Der ist so gut im Tempo. Und jetzt auf Larsson. Nee. Das war dann zu viel des Guten. Aber Ball wieder abgefangen. Ähnlich dominant wie das letzte Spiel. Und Gravenberch läuft durch. Den kriegen wir auch. Da ist Gravenberch im Abseits. Schade. Aber diese Tiefenläufe müssen wir auch viel öfter machen. Oder das müssen die Spieler auch mal von alleine machen. Guck mal, er zieht ja damit einen Gegenspieler. Gut, das war jetzt klar Abseits. Aber im Normalfall ziehst du damit immer mal einen Gegenspieler weg. Und dann hast du eigentlich die Freiräume um den 16er rum. So, nächster Angriff. Viel über rechts. Schade. Und Larsson, der winkt schon. Ja, am ersten Pfosten, das ist seine Chance. Schade. Aber weiter geht's. Gertruida, Kamavinga, schade. Ja, und dann zu kompliziert. Dann stehen es auch wieder alle um den Strafraum rum. Du kannst nicht durch die hindurchspielen. Das wünsche ich mir manchmal. Keine Chance. Und dann halt die Taktik schnell umzuschalten. Das funktioniert auch phasenweise sehr gut. Jetzt aufgepasst, der Ball kommt in die Lücke. Rugani ist da. Kein Elfmeter. Nee. Also da hätte ich jetzt einen Aufstand gemacht. Wenn die Schiedsrichterin da wieder Elfmeter gepfiffen hätte. Ja, 1-0. Nur 1-0. Aber wir führen. Dann nützt auch der Justin Bieber-Verschnitt nix. Florenz unentschieden, Hellas Verona, die spielen auch eine gute Saison. Da hätte ich eher gedacht, dass sie unten mitspielen. Oder halt auch unter anderem unten mitspielen, aber dazu kenne ich die Mannschaft halt leider nicht so gut, würde ich mal sagen. Ja, 6:2 Schüsse, das ist auch dominant. Nicht ganz so dominant wie gegen Benevento, aber es ist dominant. Aber auch leider ein Tor zu wenig. Mindestens, würde ich mal sagen. Aber gut, wir probieren es weiter. Wir probieren es immer wieder. Irgendwann wird sich nochmal eine Lücke ergeben. Jetzt zum Beispiel mal Kostic alleine. Ball kommt, da ist Larsson. Kostic aber im Abseits. Ja, der kam aus dem Abseits. Wir brauchen immer auch ein frühes Tor in der zweiten Halbzeit, dass uns das so ein bisschen wenigstens Sicherheit bringt. Weil die werden irgendwie immer in Halbzeit 2 werden sie immer stärker. Den Freistoß nehme ich mit auf jeden Fall. Gelbe Karte für Justin Bieber. aka Joe Gelhardt. Der, glaube ich, gegen uns auch einen Elfer gemacht hat, ne? Der Name kommt mir so bekannt vor. Name ist Programm. So, jetzt, wo ist Pogba? Haben wir leider nicht. Kann das noch irgendeiner? Chiesa, Kamavinga? Ja, muss Chiesa machen. Oder Buffon? Ne, Buffon schießt ja nicht. Den schießt Chiesa. Schauen wir mal, ob er das ähnlich gut kann wie Pogba. Minute 50. Chiesa, ja. Immerhin. Wäre, glaube ich, nicht reingegangen, aber immerhin mal ein Versuch. So, Eckball wieder weggetreten. Da sind wir auch ultra schwach bislang in der Saison. Unsere Eckballtore kannst du an einer Hand abzählen. So, nochmal Kostic. Aber ihr seht, es ist niemand in der Mitte. Da stehen nur Rot-Gelbe in der Mitte. Dann müssen wir es halt so machen. Kamavinga, der hat jetzt Platz und wieder wird er geblockt. Das ist ein einziges Blockfestival hier. Werfen sich wieder in ganz schön viele Bälle rein. So, aber hier Mitte zukriegen, Fehlpass. Wieder aufbauen, das tut dem Gegner viel mehr weh. Ja, als uns auch wieder 70% Ballbesitz. Wo diese ominösen, ja, 1% immer bleiben, weiß ich auch nicht. So, die nächste Chance, Gravenberch, und da läuft Schade durch. Die Idee war genau richtig, aber da muss er halt auch durchkommen. Und jetzt aufgepasst, die Francesco, was ist denn das für einer? Was hat der denn in seiner Pizza gehabt? So voll klischeehaft, ey. So, Larsson, nächste Chance und jetzt kommt er durch. Genau diese Bälle müssen sein. Schade gegen alle. Gefühlt, legt zurück, Chiesa, kommt nicht ganz ran. Ja, also manchen fehlt halt in vielen Situationen einfach noch dieser 1% oder die
10%, sage ich mal, 5 bis 10%, um halt noch genauer zu spielen, um halt noch den besseren Laufweg hinzukriegen. Schade, schade, schade. Aber wir sind jetzt drauf. Jawohl, Zakaria zur Not setzt nach. Bringt auch wieder Zeit für uns. Aber ob wir so ein mickriges 1-0 wieder über die Zeit retten, ey, bei unserer Verteidigung zur Zeit. Wobei, die machen das ja eigentlich... Oh Gott, komm, angesprintet. Buffon hatte gerade ganz viel Glück. Aber der strahlt so viel Erfahrung aus. Die Gegner werden sich das nur wagen. Aber sie stehen jetzt höher. Das heißt, es muss ja irgendwo auch für uns mal größere Lücken geben. Gravenberch auf Larsson. Aber so kannst du die nicht bespielen. So, Buffon, Achtung, nächstes Spiel ist dann in Marseille, das Rückspiel. Und der nächste Versuch wieder Gravenberch. Geht wirklich viel über rechts, über die Gravenberch 6er Seite da, mit Schade dann auf der Außen. Aber es dümpelt jetzt so ein bisschen dahin und es ist immer die Angst da, dass der Gegner doch noch irgendwie trifft. Ich weiß nicht warum. Achtung! Darum. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Prompt aus dem Nichts. Als ob dieses Gegentor einfach so aus dem Himmel fällt. Und ich glaube nicht, dass der Pass gewollt war. Und es ist tatsächlich Joe Gelhardt, so wie ich das an den Haaren erkenne. Das ist tatsächlich Joe Gelhardt, der wieder gegen uns trifft. Das ist nicht zu fassen. Und auch wie komisch wieder. Weißt du, so ein Schuss, halb Flanke, keine Ahnung. Und dann steht er da und netzt einfach ein. Ey, das ist wirklich ein Spiegelbild unserer Saison. Auch wieder so typisch, wie wir hier die Gegentore bekommen. Aber es ist auch wie in jedem Spiel, wenn wir die Chancen vorher nicht machen, dann kriegen wir immer wieder Gegentore. Egal auf welche Art und Weise. Aber wir schaffen es dann auch ab und zu noch, mal ein zweites Ding zu machen. Mal gucken. Chiesa, Kostic. Es ist viel zu ungenau. Also über links geht heute echt sehr, sehr wenig. Und wieder Di Francesco. Dem haben sie irgendwas, also in den Tee gerührt. Keine Ahnung, was der hatte. Der geht ja ab wie ein Zäpfchen. So, und dann die nächste Chance. Zakaria. Chiesa mit Kamavinga und Larsson läuft durch. So, Larsson mal alleine gegen Montenegro. Larsson alleine gegen alle und wieder. Stehen sie alle hinten. Es ist niemand da. Niemand da. Zakaria mal mit dem Versuch. Aber das ist es dann halt auch. Mehr kriegen wir auch heute, so wie es ausschaut, leider nicht hin. Und wieder in Halbzeit 2. Wieder ist es die zweite Halbzeit, die uns das Genick so ein bisschen bricht. Wir sollten demnächst beantragen, dass wir nur eine Halbzeit spielen. Ja, aus Gründen einfach. So, gut, den Ball wiederholt. Kamavinga zeigt an, der will den Ball haben, steckt durch auf Larsson, aber so nicht. Das ist... Ja, das ist einfach nichts. Das ist schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht einfach. Und so werden wir auch dieses Spiel zu Hause nicht gewinnen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Jetzt Achtung, müssen wir noch mal gucken, dass wir hier nicht verlieren. Das wäre noch die Oberkrönung hier, aber ich glaube, dass... Ja, okay, ich sag noch nichts. Das kann nicht sein. Der kann da durchmarschieren, durchspazieren. Das geht nicht. Ja, schade. Also, aus geplanten 6 Punkten aus den beiden Spielen gegen Benevento und Lecce ist dann hinterher... sind dann 2 geworden. Schade. Auch hier waren wir wieder besser. Auch hier haben wir wieder viele Chancen gehabt. Nicht genutzt. Und am Ende stehen wir auch wieder nur mit einem Punkt da. Ja, auch hier haben wir wieder mehr Schüsse. 12:4 für die Statistik-Freaks unter euch. Aber ich erkenne auch so leichte Parallelen zu meiner letzten Juve-Karriere von vor... Asbach-Uralt-Jahren, 6, 7 Jahren, da waren wir auch sehr fahrlässig in den Spielen. Wobei, da haben wir auch eine Tabellenführung verspielt. Da waren wir lange Zeit weit vorne, haben es dann noch verspielt. Und in der zweiten Saison sind wir, glaube ich, die ganze Zeit hinter dem AC Mailand, glaube ich, hinterhergelaufen. Weil wir halt auch da wirklich viele Spiele nicht gewonnen haben, auch gegen kleine Teams. Das geht dann halt am Ende des Tages auch nicht immer gut. So, wir haben schon die ersten Viertelfinalisten. Und zwar haben wir City und Chelsea. Also 2 englische Clubs sind weiter. Ein paar englische Clubs können noch folgen. Man U zum Beispiel.
Und das war's eigentlich. So viele englische Clubs gibt's gar nicht. Naja, und wir können halt auch weiterkommen. Ich wage da gar keine Prognose. Auch im 4-2 ist bei uns noch keine sichere Sache. Mit Dortmund wäre das vielleicht noch was anderes gewesen. Aber mit Juve musst du halt hier wirklich alles hart erkämpfen. Und da müssen wir halt auch wieder mit Larsson antreten. Hört sich jetzt irgendwie so abwertend an, aber ich habe keinen anderen Stürmer. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Ich habe sonst keinen anderen Stürmer. Ich habe dann den nächsten Stürmer, den ich habe, ist De Grassa. Mit einer 72. Und den würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht reinwerfen wollen. Ansonsten habe ich noch Di Maria, der ist aber Flügelspieler. Der Akon, ich nenne ihn jetzt einfach mal Akon nach wie vor, der ist linker Flügelspieler. Ansonsten haben wir mit Vlahovic und Lukaku 2 nominelle Stürmer. Und Larsson. Und Chiesa, der aber auch eigentlich linker Flügelspieler ist. Also vielleicht habe ich da auch ein bisschen gepennt im Sommer. Vielleicht hätte ich da schon mal 1, 2 Stürmer mehr kaufen müssen. Und das, ja, wird mir jetzt alles so ein bisschen hinterhergeworfen. Naja, egal. Champions League, anderer Wettbewerb, andere Ausgangslage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst ein Like da, ein Abo, kostenlos, die Glocke aktivieren und dann schauen wir, dass wir ins Viertelfinale einziehen. Macht's gut. Ciao, ciao.